twice. Are you there, the paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die. Ciao a tutti, mein Name ist Silvia Vicinelli. Ich bin Sängerin, Songwriterin und Vocal Coach. Willkommen zur 4. Folge meiner kleinen Videoserie, in der ich selbst an Songs übe und euch dabei ein paar Tipps gebe, wie ihr eure Gesangstechnik verbessern könnt, eure Performance und Interpretation. Um Interpretation wird es euch tatsächlich auch zum Großteil gehen, denn ich habe mir einen Song von einer Künstlerin ausgesucht, von der ich nicht unbedingt dachte, dass ich es hier zumindest in dieser Serie covern würde, und das ist Billie Eilish. Der Song ist No Time to Die. Das ist der neue Titelsong vom letzten James Bond Film, was noch nicht rausgekommen ist. Hoffentlich kommt er bald raus. Ich muss sagen, ich hatte nie wirklich den Zugang zu Billie Eilish Musik. Ihre Art zu interpretieren ist sehr anders als meine und irgendwie hatte ich nicht so richtig den Zugang. Aber als ich diesen Song gehört habe, es hat gefunkt. Und ich musste es unbedingt ausprobieren. Und das ist jetzt ein bisschen, was ich jetzt euch zeige, was ich jetzt nach 13 Versuche hintereinander, was ich gefunden habe. Also als Version für mich. Ich bin natürlich noch lange nicht fertig. Ich suche noch weiter. Ich wollte nur sagen, ich habe hier heute ein Mikrofon, ne? Das habe ich ja euch versprochen in der 2. Folge. Und der Grund ist, diese Musik ist halt sehr leise und zurückhaltend, vor allem der Gesang, und fast geflüstert. Und deswegen brauche ich das Mikrofon, auch vor allem für diese kleinen Effekte, die sie auch macht. Darüber werde ich auch gleich sprechen. Und wie gesagt, auch um die Lautstärke kontrollieren zu können, weil wenn ich in den Raum singen würde jetzt, würde ich wahrscheinlich lauter singen. Und der Song braucht ja diese Stimmung, diese leise, zurückhaltende Stimmung. Ich werde jetzt einfach direkt loslegen und dann spreche ich ein bisschen drüber. I should have known I'd live alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you owe. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you there, the paradise? Now you never see me cry. There's just no time to die. Okay. Ich mach hier Stopp. Okay, ich habe gesagt, ich habe 13 Versuche gebraucht, um zu dieser Version zu gelangen. Wieso? Weil ich es versucht habe, erstmal am Anfang so wie Billie Eilish zu singen. Also ich habe mich an ihre Version angelehnt, was ja ganz normal ist und natürlich ist, weil man hat einen Song, den man covert, also hört man sich erstmal das Original an und automatisch imitiert man das ein bisschen. Ja? Das passt ja auch so super zum Song, wie sie das macht. Also versucht man dann selber so einen Ansatz zu finden. War für mich jetzt aber nicht gut, denn ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das so zurückhaltend und so geflüstert und pianissimo, jetzt habe ich wieder mein Italienisch, singe wie sie, dass ich die ganze Zeit wie im ersten Gang bin und mir der Motor gleich abstirbt, wenn ich nicht irgendwie ein bisschen Gas gebe. So
ungefähr, ja. Also habe ich dann nach 5, 6 Versionen mich entschlossen, okay, du musst jetzt einen anderen Ansatz finden, der für dich passt, deine Interpretation. Das ist eigentlich der Punkt. Also imitieren am Anfang, also irgendwas suchen, dann ist super, aber man muss deine eigene Version dann machen. Was ganz wichtig ist, was ein Indikator ist, ob man auf dem richtigen Weg ist das Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, oh ja, jetzt macht es mir Spaß, jetzt kann ich Emotionen rüberbringen, dann bin ich richtig. Und ganz wichtig ist auch, euch aufzunehmen. Ich nehme mich immer noch auf, nach den vielen Jahren jetzt immer noch, weil ich genau weiß, dass mir viele Details dann doch entgehen, wenn ich mich nicht aufnehme, denn man ist ja in sein Instrument drin und manchmal entgeht einem tatsächlich was. Wie das klingen würde, wenn ich das jetzt mehr wie Billie Eilish machen würde, ist das so, ich werde es euch demonstrieren. I should have known I'd live alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you hold. Okay, ich mache hier Stopp. Ja. Ich merke schon, wie mir die Töne wegrutschen, weil das so leise ist. Ich meine, so leise zu singen und so kontrolliert, das ist das Schwierigste überhaupt. Nicht laut zu singen. Klar, laut singen ist schwierig, aber es ist viel einfacher, irgendwie was rauszubrüllen, was jetzt nicht unbedingt schön ist natürlich, aber als so leise zu singen und es kontrollieren zu können. Ja? Was sie dann auch sehr oft macht und ich auch sehr gerne mag, das sind diese Effekte, dieses breathy Sound, ja. For me once, for me twice, I bet of paradise. Das finde ich ganz toll. Das finde ich super auch für meine Interpretation. Ich habe das Gefühl, ich kann da eine Farbe erzeugen, die ich sonst ohne diesen breathy Sound nicht habe und auch Emotionen rüberbringen. In einer anderen Art und Weise, die, wenn ich jetzt neutral singe, nicht so rüberbringen kann, wie zum Beispiel For me once, for me twice, are you there the paradise? Das ist weniger interessant, meiner Meinung nach. Das ist auch weniger cool. Ganz wichtig ist natürlich, wenn man so einen Effekt macht, dass man nicht vergisst, die Körperspannung zu behalten. Ich meine, der Sound ist zerbrechlich, aber der Körper, der muss eine Spannung behalten, der muss sogar mehr stützen. Und vorher muss man bewusst atmen, sonst ist es vorbei, sonst verliert man auch das Wenige, was man hatte. Denn bei diesem Effekt, diesem breathy Sound, muss man tatsächlich den Raum hier ein bisschen schließen. Ich spüre so ein paar Muskelchen, die hier nach oben gehen. Und man arbeitet eigentlich beim Gesangsunterricht, beim Training die ganze Zeit darauf hin, dass man den Raum immer auflässt. Und da mache ich es noch absichtlich zu. Aber das ist halt der Effekt, der braucht das. Sonst kann ich den ja nicht produzieren. Aber dadurch, dass ich ihn noch ein bisschen schließe, muss ich entgegenwirken mit schöner Atmer und Stützen. Gefühlt mehr, als wenn ich laut singe. Atmen und Stützen, zweite Folge war das, die zweite Folge hier. Also ganz, ganz wichtig, nicht vergessen eure Körperspannung. Was jetzt auch diese ganzen kleinen Creaking heißen die, sind, angeht, die sie macht. Ne? Die mache ich auch gerne, aber nicht so oft wie sie. Zum Beispiel I live alone. Diese Britney Spears Effekte. Sie hat das auch sehr gemocht. Sie hat das auch sehr oft gemacht. Also das finde ich auch super cool. Sie macht zum Beispiel jetzt nicht am Ende von diesem langen Ton. Das mache ich da gerne. Ich werde es euch demonstrieren gleich. Es gibt ja einen langen, lauten Ton. Ich konnte das nicht fassen in einem Billie Eilish Song. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mir der Song jetzt plötzlich von ihr gefällt. Wer weiß, naja. Ich glaube nicht wirklich nur das. Okay, ich werde es euch mal zeigen. Ich mache halt dieses Creaken am Ende vom lauten Ton. Me cry, there's just no time to die. No time to die. No time to die.
Now you never see me cry. There's just no time to die. Okay, ich habe auch das Ende gemacht, weil ich den total cool finde. Also da mache ich tatsächlich viel mehr diesen Bruch in meiner Stimme drin. Vorher ist er nicht so drin. Am Ende, ja, nach dem hohen, langen Ton. Da ist wirklich so ein Kontrast dann. Ne? Ich übe jetzt weiter an dem Song. Ich probiere ein paar Sachen nochmal aus, weil das macht echt Spaß und man hört dann so Details, die in jeder Version anders sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Finden eurer eigenen Version von diesem Song, von einem anderen Song. Und wie immer, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Also noch viel Spaß und bis bald. Ciao!